Zu Beginn nehmen wir uns unsere gewaschene Aubergine und schneiden den Strunk ab. Danach schälen wir sie stückchenweise. Damit sie von innen richtig weich wird, bearbeiten wir sie an den geschälten Seiten mit der Gabel. Die Aubergine geben wir in eine Form und beträufeln sie großzügig mit Olivenöl. Anschließend würzen wir großzügig mit Salz und ebenfalls mit Pfeffer. Nun geben wir das Ganze bei 200 Grad für 45 Minuten in den Ofen oder in den Airfryer. Währenddessen schnappen wir uns Zwiebeln und Knoblauch und würfeln sie. Dann nehmen wir uns die Paprika und würfeln sie ebenfalls. Daraufhin nehmen wir uns unsere Pute und schneiden sie in feine Streifen. In einer ausreichend großen Pfanne erhitzen wir etwas Olivenöl. Daraufhin geben wir Zwiebeln und Knoblauch hinein und braten das Ganze etwas an. Die Putenstreifen werden hinzugegeben und ebenfalls angebraten. Zwischendurch das Umrühren nicht vergessen. Nun kann auch die Paprika hinzugegeben werden. Für die Soße geben wir etwa 200 Gramm passierte Tomaten hinzu. Das Ganze würzen wir dann mit Salz und Pfeffer. Etwas Paprikapulver und Chilipulver darf natürlich auch nicht fehlen. Einen Großteil des geriebenen Käses verrühren wir nun in unserer Masse. Um das Gericht zu vervollständigen, haben wir als Beilage Reis und einen Rucola-Salat gewählt. Schließlich nehmen wir unsere Aubergine aus dem Airfryer. Anschließend klappen wir die Aubergine vorsichtig mit 2 Gabeln in der Mitte auf. Zum Schluss füllen wir das Ganze mit unserer Puten-Paprika-Mischung. Zu guter Letzt geben wir noch unseren Restteil unseres geriebenen Käses auf unsere heiße Füllung. Und dann haben wir unser Snack Time.